Michaela Hör lernt Frieda vor Jahren auf einem Milchhof in Weinheim kennen. Die 34-jährige Altenpflegerin arbeitet zu der Zeit noch als Melkerin. 50 Liter Milch am Tag hat die Hochleistungskuh Frieda geliefert. Auf ihre Weise hat sie dann halt mit mir gesprochen. So, komm mal her, wollen wir uns denn anfreunden? Und dann nach dem Melken bin ich auch immer in den Stall. Und da kam sie auch immer direkt zu mir und so sind wir dann Freunde geworden, ja. Doch ihre Tage sind gezählt. Die hochträchtige Frieda hatte ihren Milchlieferungszenit überschritten. Sie ist jetzt 9 Jahre alt und das ist jetzt auch ihr 7. Kalb. Und danach hat sie eigentlich ausgedient. Ja, und die Kühe, die kommen dann halt zum Schlachter. Frieda ist eine Milchkuh, wie es sie in Hessen ca. 125.000 Mal gibt. Meist werden die Tiere in Ställen gehalten, Wiesen und Weideflächen kennen sie eher nicht. Für Michaela Hör war schnell klar, Frieda muss gerettet werden. Es bleiben nur wenige Tage, das Geld für Friedas Freikauf zusammenzubekommen. 1.800 €. Für Michaela eine ganze Menge. Aber ich habe es dann geschafft, mit Hilfe von vielen tollen Menschen, die gesagt haben, komm, ich spende. Ich habe natürlich auch einen Teil davon bezahlt, aber das ist ja mehr, als ich im Monat verdiene. Ich war so überwältigt erstmal vor Glück, dass so viele Menschen da so Interesse dran hatten und das unterstützt haben. Natürlich habe ich erstmal vor Glück geweint auch, ganz viel. Doch es fehlt noch der Platz. Wohin mit Frieda? Über eine Freundin erfährt Michaela vom Irenenhof. Ein Gnadenhof für Tiere in Modautal im Odenwald. Und es klappt. Es gibt noch einen Platz für Frieda und ihr ungeborenes Kalb. Der Transport wird organisiert und Anfang Januar ist es dann soweit. Frieda kommt in ihrer neuen Heimat an. Michaela ist überwältigt. Und ich bin so froh, dass wir sie heute hier haben. Sie kam immer zu mir, wenn wir sie gemolken haben und wollte immer mit mir den Kontakt haben. Und so hat sich irgendwie echt eine Freundschaft aufgebaut. Manche können es vielleicht nicht verstehen, aber es ist, wie manche ihren Hund oder ihre Katze lieben. Dann am 11. Januar der große Moment. Kälbchen Juna kommt zur Welt. Alles verläuft problemlos und zum ersten Mal in ihrem Leben darf Frieda ihr Baby behalten. Normalerweise werden die Kälber den Müttern direkt nach der Geburt weggenommen. Jede Kuh, die ein Kind kriegt, die hat schon diese Muttergefühle, sonst würden sie ja auch nicht rufen oder suchen. Und die Frieda ist auf jeden Fall eine Top-Mutter. Also sie hat es direkt abgeschleckt und hat alles richtig gemacht, was eine Kuh eigentlich nach ihrer Entbindung macht. Doch billig ist der Unterhalt nicht. 3.600 € jährlich für Futter, Tierarzt, Einstreu und mehr. Und das Gleiche dann nochmal für Kälbchen Juna. Eine Menge Geld. Spender und Paten werden jetzt gesucht. Doch zunächst steht heute ein ganz besonderer Ausflug an. Zum allerersten Mal in ihrem Leben geht's für Frieda und Juna auf eine Weide. Noch nie zuvor hatten sie Gras unter ihren Hufen. Und während Frieda erstmal ungläubig ihre neue Freiheit betrachtet, dreht Kälbchen Juna komplett auf. Ich bin jetzt wirklich sehr glücklich. Ich bin wirklich glücklich, dass sie hier sind. Dass sie jetzt leben und nicht geschlachtet werden und dass alles geklappt hat. Und auch Gnadenhofbetreiber Corinna Ertel und Uwe Jelinek sind froh, Frieda und Juno aufgenommen zu haben. Es kam eine WhatsApp, hab die Telefonnummer von dem und dem, ich habe eine Kuh, die würde ich gern retten, können wir die einstellen? Das habe ich dir erzählt. Ja, also das ist meistens so, wenn irgendwas ist, kommt meistens, es muss dann alles sehr schnell gehen. Ne? Der Irenenhof ist ein eingetragener Verein und finanziert sich rein über Spenden oder auch über Tierpatenschaften. Die Kosten sind enorm, der Arbeitsaufwand hoch. Doch die Tiere werden auch mit eingebunden. Also ich habe für Klein Juna ja schon Zukunftspläne. Mal sehen, ob sie die mitschmiedet. Juna soll eine Therapiereitkuh werden. Und sie hat die ersten Hürden hier schon genommen mit kranken Kindern. Und das macht sie ganz toll und vor allem stressfrei fürs Tier. Denn der Gnadenhof für Tiere hat auch noch einen ganz besonderen Zweck. Kranke oder benachteiligte Kinder sollen hier eine tolle Zeit mit den Tieren haben. Therapiereiten, die Tiere füttern und streicheln. So wird ein ganz besonderes Lebensgefühl vermittelt.
Für Frieda und Juno war die Wiese heute nicht das einzige Highlight. Christoph Klock, Pfarrer aus Darmstadt, ist extra angereist, um den Hof mit seinen Tieren zu segnen. Dann kann ja nun wirklich nichts mehr schiefgehen mit dem Leben in Freiheit.